Kennt ihr Düfte, die ihr liebt, aber ihr wisst immer nicht, wann ihr sie tragen sollt und fragt euch, irgendwas stimmt da nicht. Micallef mit Notorious XO ist der neue Duft von Micallef. Und ja, über den Duft möchte ich kurz talk mit euch. Ein schöner Flakon, schaut euch das an, wie immer. Aber irgendwas ist an den Duft, gut, top, 1A, aber trotzdem, das ist die Frage. Was es ist, werde ich euch natürlich erzählen. Also bleibt dran. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, also dieser Duft, man kann ihn eigentlich nicht geiler für den Herbst machen oder überhaupt für den Winter, den anstehenden Winter. Also richtig top. Wir fangen mal eigentlich mit den maritimen Noten an. Dann hat er Cognac tatsächlich. Und jetzt werden viele sagen, oh, Cognac, was kommt denn jetzt schon wieder? Ihr seht das hier, glaube ich, stehen. Nein! Natürlich nicht. Also ich habe das schon mal irgendwie in englischsprachigen Raum gehört, dass so ein bisschen Anklänge. Nein. 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 Gar nicht, ne? Also hier kein Angel Share. Braucht ihr auf jeden Fall von Kilian. Braucht ihr keine Angst haben. Nur weil Cognac drin ist. Nein, das ist keine Ähnlichkeiten in meinen Augen und so weiter. Pipapo. Ja. Maritime Noten habt ihr in Cognac und Pfeffer habt ihr in der Kopfnote. Ich bin der Meinung, wenn wir mal kurz zum Flakon kommen, ich bin der Meinung, die haben die Sprüher geändert. Definitiv haben sie ihn geändert, weil das hier ist jetzt hier dran, wie ihr sehen könnt. Das war, glaube ich, warte mal, das sehe ich jetzt erst. Auch gut. Ja, das haben sie so dran gelassen. Im Endeffekt, ja, finde ich das, sagen wir mal ernsthaft, ein bisschen besser. Allgemein, warum, weshalb ist schwer zu... Ich finde die Idee, nee, das ist so einfach besser, weil das ist ein bisschen fester abzukriegen und es sah so ein bisschen merkwürdig aus. Das ist in dem Fall dann wirklich besser. Ja, zum Flakon, ja, schaut nice aus. Und ja, und er riecht auch nicht wie heißt der hier, werde ich mal einblenden, von Versace, der Najim oder wie der heißt. Nein! Nein, nein, auch das nicht. Nochmal, wir kommen jetzt dazu. Also ihr habt maritime Noten, ihr habt Cognac. Ich finde, dass man den Cognac, guter Sprüher bzw. Sprühnebel, ihr seht es. Ich finde, dass ihr den Cognac nicht so wirklich wahrnimmt. Also ihr könnt das nicht so vergleichen mit der Cognac-Note, die dort in diesen beiden Düften drin ist, beziehungsweise auch im ersten. Aber ihr habt schon richtig schön busigen Duft. Das habt ihr schon, der für mich ein bisschen, ich gucke mal auch rein, was direkt drin ist. Es hat ja ein bisschen mehrere Inhaltsstoffe. Es kommt ein Kardamom dazu, das ist auf jeden Fall wahrzunehmen. Zimt, minimal, wirklich minimal. Leder. So, und das ist der Punkt, den ich eben auch sagen wollte. Ich nehme sehr viel, sag ich mal, Leder wahr. Von Anfang an. Und was so Kardamom, Leder, maritime Noten, da bin ich auch so ein bisschen, vielleicht hat man so eine leichte Frische und Pfeffer. Pfeffer aber, es ist nicht so typischer Pfefferduft, den ihr kennt. Auch dort zurückhalten. Also mehr Kardamom, Leder und so ein bisschen wirklich würzige Noten. Es soll ja noch Amber drin sein, Praline, Sandelholz, Vanille und Moos. Ja, Moos, okay, ohne Moos nichts los. Ja, ich finde auch nicht so wirklich das. Praline, auch das hält sich in Grenzen. Irgendwie sind da sehr viele Inhaltsstoffe drin, was man nicht so wirklich rausriecht, sondern eher Leder, vielleicht ein bisschen Moos. Cognac, ja, der unsüße Cognac in Background, ja, das könnte man so sagen. Kardamom, aber an erster Stelle Zimt suche ich auch. Naja, vergebens. Heißt aber nicht, dass der Duft schlecht ist. Nein, ich habe ja am Anfang des Videos schon gesagt, es ist hier steht übrigens der Name drauf, Notorious XO. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist ein super Duft. Ein absolut genialer Herbstduft. Wirklich. Geile DNA, super. Ich habe den noch nicht bewertet, aber er wird auf jeden Fall nicht unter eine 8,5 kommen. Nee. Also 8,59, weil die DNA ist top. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Und Praline, ich frage mich immer, also da kommt gar nichts. Also das ist wirklich, man könnte das ja auch, oder ich kann es positiv sehen, dass man die Praline oder alles, wenn das alles da mit drin ist, alles irgendwie zusammengefügt hat, aber nicht süß. Also der ist wirklich nicht wirklich süß, der Duft. Das ist wirklicher, moosiger,
leicht Cognac-artiger Kardamom-Lederduft in meiner Nase und das ist meine Meinung. So, und schönes Teil, Haltbarkeit, das ist so, wir sind so ungefähr bei 8 Stunden. Das ist jetzt kein Beast Mode, kein brachialer Duft, aber er erscheint immer wieder und immer wieder. Und das ist gut. Sillage, ihr werdet wahrgenommen und auch der Duft kommt eben sehr, sehr gut an. Wirklich. Ohne Scheiß, der kommt wirklich gut an. Und wo ich den das erste Mal gerochen habe, also aufgesprüht habe, beziehungsweise auch in die Luft gesprüht habe, war ich sofort begeistert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe mir einen anderen Duft vorgestellt. Die DNA ist 1A in meinen Augen. Richtig schönes Teil, ne? Kommt richtig an. Busi, sexy, sinnlich, maskulin, männlich und so weiter. Das ist toll. Und nicht, weil man die Inhaltsstoffe jetzt nicht so alle wahrnimmt. Nein, das ist gar nicht das Ding. Und ich wollte auch nicht einen brachial süßen Duft haben. Das ist wirklich Männerduft. Ein richtig sexy Männerduft. Und perfekt für die Jahreszeit. Nur für mich ein großes, also erstmal habe ich gelesen auf Parfumo, das glaube ich, oder nee, auf Parfumo war das nicht. Nee, Quatsch. Zurück. Nicht Parfumo. Wie heißt die andere Seite? Komme ich jetzt nicht drauf. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass der Ähnlichkeiten haben soll mit den Amen Pur Malt. Dadurch, dass ich ein sehr, sehr großer Thierry Mugler-Fan bin oder Mugler-Fan oder Mugler-Fan bin und alle Amen-Düfte habe, wirklich alle, bis zu den B-Man, obwohl er nicht zu den Amen-Reihe in Anführungsstrichen gehört, habe ich natürlich auch den Pur Malt. Und nein, da sind die Nasen wohl ein bisschen kaputt, auch wieder mal, da wird irgendwas reingehauen. Natürlich ist jede Nase anders, aber der riecht nicht ansatzweise wie Pur Malt, sondern wie dieser. Irgendwo wird er jetzt eingeblendet. Ich blende ihn jetzt irgendwo ein. Und das ist mein großes Problem, was ich habe. Eigentlich kein Problem, falscher Ausdruck. Trotzdem ist der Duft toll. Und ich finde ja auch hier von ihm den Duft gut. Das ist eine tolle DNA, aber die gibt es schon im Endeffekt 3-mal. Weil es gibt ja auch noch den, der ist aber noch ein bisschen anders und der ist top. Diese ganze DNA und dann gibt es ja auch noch den. So, jetzt haben wir 4 Düfte, die allerdings ein bisschen verschieden sind. Aber dieser hier und der sind sich ein bisschen zu ähnlich, finde ich. Das ist meiner Meinung nach so ein bisschen der Nachteil. Aber dann kommen wir wieder dazu, es ist eine Micallef DNA, die ja trotzdem mitschwingt. Das ist ein bisschen anders macht, aber ihr werdet auf jeden Fall diese beiden Düfte erkennen. Ihr könnt ja mal unterschreiben, wenn ihr den getestet habt oder wenn ihr es vorhabt, schreibt mal unter und dann könnt ihr oder schreibt in die Kommentare, ob meine These stimmt und sagt mir auch bitte, dass also Mugler mit wie heißt er da, was ich ihm gesagt habe, Pur Malt nicht ansatzweise. Die ich aufgezählt habe, ja, aber meistens hier ihn hier, ne, wie ich schon gesagt habe, den ich eingeblendet hatte oder habe. Und ja, es ist aber eine tolle DNA. Und man hat die Micallef DNA noch mit drin, die natürlich in den anderen Düften nicht dabei ist. Wer die Micallef Düfte kennt, weiß auch von welchen Inhaltsstoffen oder beziehungsweise von welcher DNA, besser gesagt, ich rede. Sorry, genau. Das weiß man sofort, wenn man diese Düfte hier kennt, zum Beispiel, ne, einmal kurz hier, ne, wenn man diesen Duft kennt, Desire Toxic, gibt's in der Intense-Version und so weiter, dann weiß man, weil das ist der Aushängeschild, wenn ich mich nicht ganz täusche von Micallef, dann weiß man, von welcher DNA ich rede. Aber eben in meiner Nase, vielleicht ändert sich das aber auch noch nach einem Monat. Man weiß ja, heutzutage muss man Düfte, wenn man sie gesprüht hat, wenn man sie da stehen lässt, beziehungsweise wenn man andere Düfte in der Zwischenzeit benutzt und dann auf einmal wieder zu diesem Duft greift, kann der natürlich ganz anders riechen. Das ist gleich mal vorweg gesagt, das darf man oder sollte man nicht vergessen. Aber wenn ihr einen schönen, wirklich schon fast perfekten Herbstduft, bin hier gerade gegengekommen, deswegen gucke ich da hin. Natürlich gibt es so viele coole Herbstdüfte, aber wenn ihr einen maskulinen, sexy, busigen, wirklich interessanten, einfach gut ankommenden Männerduft haben wollt im Herbst und über den Winter hinweg, dann ist der Notorious XO gut. Top, besser gesagt, 1A. Also wenn man die DNA macht, wenn nicht,
dann bringt das einen nichts. Ne, das muss man auch ganz klar sagen, aber sonst schönes Teil. Also Micallef steht so ein bisschen für sich, finde ich, wird nicht so viel erwähnt. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil sie machen gute Düfte. Ich habe noch mehr, da stehen jetzt nur die. Es gibt ja auch im Sommer hier den Gin Tonic, auch geiles Teil. Natürlich dieser Toxitol oder hier den im Endeffekt Haribo, dieses süße, aber auch, wie heißt er hier? Guck mal, ich bin auch selber da. Red Colorado. Die Colorado-Tüte. Das ist geil. Es ist wirklich gut. Das macht Spaß. Ne? Und da gibt's eben noch andere Düfte. Ich glaube, ich habe noch 3 in Parfümschrank, 4 Stück da noch stehen. In den anderen Parfümschrank, nicht in den und auch nicht in den da. Und ja, ist schön. Schönes Teil. Ja, aber ihr müsst das selber raussuchen. Also schreibt mir mal unter, nutzt das euch was, bringt das was oder findet ihr, sag ich mal, von den Eingeblendeten die besser oder whatever. Aber wie gesagt, es ist eine Micallef DNA noch mit drin und da finde ich irgendwie ein Glück gut, als wären es genauso. Aber ich habe gleich sofort, liegt aber auch daran, ich kenne zu viel Düfte. Ich habe auch schon alles gerochen. Wie gesagt, ich habe meinen ersten Duft, habe ich Ende der 80er gerochen. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich mache das nicht erst seit kurzem. Ne? Also ich habe Millionen Düfte schon gerochen. Millionen ist natürlich übertrieben für die Leute, die das wieder so persönlich nehmen, sondern aber sehr, sehr tausende Düfte. Und natürlich habe ich einfach immer Düfte, wo ich sage, das habe ich schon mal gerochen, das ist ähnlich, weil ich es einfach rieche. So, also schreibt mal runter, lasst mir gern ein Like da, Daumen nach oben, whatever, ein gefällt mir, ein Super Thanks, ein Kommentar, wie gesagt, oder ein gar nichts, dann ist das so. Und dann würde ich mal sagen, bin ich raus. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr so schreibt. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.